Hallo Katharina, Hallo. vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei unserer Videoreihe SBG Voices mitzumachen. In dieser Reihe stellen wir einige unserer vielen talentierten Expertinnen und Experten bei Specific vor. Lass uns vielleicht mit einer kurzen Vorstellung starten. Wer bist du? Ich bin Katharina und ich bin bei uns in der SBG Healthcare für den nationalen und internationalen Vertrieb von eHealth und IT-Healthcare-Lösungen zuständig. Wie lange bist du schon bei der SBG? Ich bin seit Mitte letzten Jahres bei der SBG im Rahmen der Transformation von den Pharma- und IT-Health, also Marktleistungen zu SBG. Wo liegt deine Expertise? Meine Expertise liegt im internationalen und nationalen Vertrieb von eHealth und IT-Healthcare-Lösungen. Ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen Sales, Business Development, auch ein bisschen für die Vermarktung unserer Produktentwicklung zuständig und auch für die strategische Partnerentwicklung. Woran arbeitest du aktuell? Also im Moment arbeiten wir an der Weiterentwicklung unseres eHealth-Portfolios, vor allem auch SBG im Healthcare-Markt zu positionieren. Strategische Partnerschaften stehen auch sehr groß bei uns im Moment im Kurs und genau unsere Bid-Prozesse und Vertriebsstrategie auch ein bisschen anzupassen. Welche Herausforderungen hast du in der Vergangenheit in deinem Bereich erlebt? Also nachdem wir international unterwegs sind, ist es vor allem im Gesundheitsbereich sehr unterschiedlich, auf welche Standards wir halt treffen. Also im deutschsprachigen Raum bzw. im Dachraum sind die Standards natürlich viel gehobener als in Entwicklungsländern. Und wir haben ja mit unterschiedlichen Gesundheitssystemen und Ausprägungen im Gesundheitssystem zu tun. Und da müssen wir natürlich auch unsere Lösungen und unsere Projekte dementsprechend anpassen, je nachdem, wie halt dann die nationalen Gegebenheiten sind. Und auch die Anforderungen in Bezug auf Regierungen und Auftraggeber und Projektpartner und so weiter sind ja dann auch sehr unterschiedlich. Und vor allem bei Ausschreibungen ist es auch so, dass wir sehr lange Ausschreibungszyklen oft haben. Also das sind wirklich Ausschreibungszyklen von 1 bis 2 Jahren, bis wir dann wirklich mal wieder zur nächsten Stage kommen, bis wir eine Rückmeldung bekommen, bis wir wissen, ob wir weiterkommen und so weiter. Wir haben auch meistens immer sehr viele Stakeholder, die da involviert sind. Und das Ganze halt zusammenzuhalten, ist dann meistens auch sehr herausfordernd. Welche Lösungen wurden seitdem entwickelt? Also vor allem, was die Ausschreibungsprozesse betrifft, gibt es schon sehr viele gute Plattformen, mit denen man die Ausschreibungen vor allem screenen kann, mit denen man auch mit den Stakeholdern in Kontakt bleiben kann. Natürlich ist es oft schwierig, länderübergreifend und vor allem auch zeitzonenübergreifend die richtigen Ansprechpartner dann immer so zu erwischen. Aber es hilft auf jeden Fall, mit denen in Kontakt zu bleiben, immer wieder nachzufragen und dadurch vielleicht die Entscheidungsprozesse ein bisschen voranzutreiben, beziehungsweise auch die Entscheidungen schneller voranzutreiben. Genau, es hilft halt dann auch immer, wenn man einen lokalen Partner dann vor Ort hat, dem man dann auch gute Beziehungen hat zu den jeweiligen Auftraggebern. Kann natürlich, wenn man jetzt von Österreich aus die Projekte in Afrika zum Beispiel bearbeitet, jetzt nicht immer vor Ort sein und jeweils die Kontakte halt so bespielen, wie man es vielleicht gerne wollen würde. Und ein lokaler Partner ist auch auf jeden Fall sehr hilfreich, um eben im Gespräch zu bleiben, im Kontakt zu bleiben, um eben den Kontakt aufrechtzuerhalten. Welche Trends siehst du für die Zukunft? KI ist natürlich auch ein Thema, das wir in den Ausschreibungsprozessen mittlerweile nutzen. Wir verwenden schon sehr viele Plattformen davor auch schon, wo wir Tenders gescreent haben. Aber mit KI ist es natürlich viel einfacher, gezielter zu suchen, nach Buzzwords zu suchen, schneller die Ausschreibungen zu finden und auch gezielter die Ausschreibungen zu finden. Und vor allem sind auch Ausschreibungsunterlagen sehr lange oft, also mehrere hundert Seiten, und es braucht sehr viel Zeit, die zu lesen. Und wenn man KI verwendet, dann kann man zumindest auch schon mal relativ schnell rausfinden, ist die Ausschreibung was für mein Unternehmen, kann ich daran teilnehmen? Und man kann auch die Entscheidungen, ob man jetzt wirklich an einer Ausschreibung teilnehmen möchte, relativ schnell treffen. Und das hilft uns natürlich auch bei den Ausschreibungsprozessen effektiver zu sein, beziehungsweise auch schneller die Ausschreibungen zu bearbeiten und die Entscheidungen noch schneller zu treffen. Wir waren letzte Woche auch auf der DEMEA in Berlin und haben auch gesehen, dass die Gesundheitseinrichtungen mittlerweile auch erkennen, dass sie KI in ihren klinischen Prozessen anwenden müssen, beziehungsweise anwenden sollten. Und dass sie hier auch Einsparungen bzw. Ressourcenengpässe potenziell vermeiden können und dass KI einfach ein Thema ist, das man auch im Klinikalltag einsetzen sollte. Danke, Katharina. Danke.